und willkommen zu unserer ersten Folge im Grammatikvorkurs von Easy Almani einfach Deutsch lernen. In diesem Video werden wir eine kleine Wortgruppe kennenlernen, die Artikel, der, die und das. Und wir lernen Wörter zum Thema mein Zimmer. Ich möchte mit einigen einfachen Sätzen beginnen. Ich lese euch die Sätze vor und danach erkläre ich euch die Artikel. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Sätze auch wiederholen und versuchen, sie auszusprechen. Ich lasse nach jedem Satz etwas Zeit dafür. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Sofa. Das ist mein Tisch. Das ist mein Foto. Das ist mein Sessel. Das ist mein Bild. Das ist mein Fernseher. Das ist mein Bett. Das ist mein Teppich. Das ist mein Regal. Das ist meine Lampe. Mein Tisch, mein Sessel, mein Fernseher, mein Teppich. Mein Sofa, mein Foto, mein Bild, mein Bett, mein Regal, mein Zimmer. Meine Lampe. Ihr könnt sehen, dass ich die Wörter in eine Tabelle eingeordnet habe. Es gibt eine Spalte mit blauen Wörtern, eine Spalte mit grünen Wörtern und eine Spalte mit einem roten Wort. Nur in der roten Spalte heißt es meine, mit dem Buchstaben E am Ende. Warum ist das so? Die Wörter haben ein unterschiedliches Genus. Genus, das heißt Geschlecht. Was das Genus genau ist, das erkläre ich euch gleich. Aber wir können hier schon sehen, dass das Genus einen Einfluss auch auf andere Wörter hat. Und deshalb sollten wir es wissen. Und welches Genus das Wort hat, das können wir am Artikel erkennen. Wir sagen auch manchmal Begleiter. Aber hier in meinen Videos benutze ich nur das Wort Artikel. Es gibt im Deutschen 3 Artikel. Das sind die Wörter der, die und das. Diese 3 kleinen Wörter sind sehr wichtig im Deutschen, denn sie bestimmen das Geschlecht einer anderen Wortart. Diese Wortart erkläre ich euch in einem späteren Video. Ich habe in unseren Beispielsätzen einige Wörter mit Farbe geschrieben. Sehen wir uns zuerst die blaue Spalte an. Ich habe hier die Wörter blau markiert, weil sie alle das gleiche grammatikalische Geschlecht, das gleiche Genus haben. Wir nennen das blaue Geschlecht maskulin. Und wir wissen das Geschlecht, weil diese Wörter alle den Artikel der haben. Artikel haben alleine keine eigene Bedeutung. Sie begleiten immer andere Wörter und zeigen deren Genus an.
Im Wörterbuch würde beispielsweise stehen: der Tisch, der Sessel, der Fernseher, der Teppich. Es gibt Sprachen, die keine Artikel haben, zum Beispiel das Persische. Im Englischen gibt es den Artikel the oder im Arabischen den Artikel al. Das Französische hat 2 verschiedene Artikel und so weiter. Im Deutschen sind es 3 verschiedene Artikel. Sehen wir uns die grüne Spalte an. Diese Wörter sind alle Neutrum. So nennen wir das grüne Geschlecht, denn diese Wörter haben alle den Artikel das. Also das Sofa, das Foto, das Bild, das Bett, das Regal, das Zimmer. Und zum Schluss noch das rote Wort. Diese Wörter nennen wir feminin, weil ihr Artikel die ist. Die Lampe. Was ist nun das Besondere an Artikeln und warum beginne ich damit unseren Grammatikvorkurs? Die Artikel sind für uns im Deutschunterricht beim Lernen der neuen Wörter sehr wichtig. Ohne sie können wir das Genus der Wörter nicht wissen. Wir haben gesehen, dass das Genus der Wörter aber auch Einfluss auf andere Wörter hat. Euch fallen bestimmt auch die Farben auf. Ich werde dieses System innerhalb unserer Kurse von Easy Almani immer verwenden. Auch wenn ihr vielleicht den Artikel einmal vergesst, dann erinnert sich euer Gehirn bestimmt noch an die Farbe. So, und das war's schon für heute. Welche Wörter haben wir heute neu gelernt? Wörter mit dem Artikel der Sessel, der Fernseher, der Tisch, der Teppich. Wörter mit dem Artikel die Lampe. Und Wörter mit dem Artikel das Foto, das Bett, das Bild, das Sofa, das Regal. Wenn möglich, dann versucht euch die Wörter bis zum nächsten Mal einzuprägen. Natürlich mit dem Artikel. Ihr könnt dazu gerne das Vokabelvideo ansehen. Ich habe es euch hier verlinkt. Vokabelkarten und ein Arbeitsblatt zum Schreiben findet ihr auf unserer Internetseite. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung zum Video. Und natürlich nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen und bis bald.